Sobald sie die Wahrheit über Philipp erfährt, dann trennt sie sich von ihm. Sie wird mich nicht im Stich lassen. Sydney. Ich muss einfach mal raus hier. Verstehe. Dann haben wir ja noch ein paar schöne Monate hier in unserer neuen Wohnung. Der Job beginnt schon in 2 Wochen. Eigentlich will ich doch nur, dass wir gut miteinander klarkommen. Ja, dann tu was dafür. Wie denn, wenn er nicht da ist? Wenn mein Freund hier nicht mehr willkommen ist, dann will ich auch nicht hier bleiben. Ich ziehe aus. Du hast dir das überlegt? Da brauche ich nichts zu überlegen. Für mich ist die Sache klar. Dann zieh doch aus. Und zwar möglichst schnell. Das werde ich auch. Steffi, wenn Philipp unschuldig ist, warum hat er dann den Brief verbrannt? Welchen Brief? Den von Löhneberg an mich. Und der Philipp eindeutig belastet. Dein toller Hervorarbeiter versucht von seinem eigenen Betrug abzulenken und versucht Philipp die Sache in die Schuhe zu schieben. Du beantwortest meine Frage nicht. Wer meinem Freund so wenig vertraut hat, keine Antwort verdient. Philipp hat seinen Betrug zugegeben. Du kennst meine Meinung. Aber ich habe die Wohnung extra für uns gemietet. Mama, es war von Anfang an klar, dass wir nicht ewig zusammenwohnen werden. Und ich brauche dringend einen Tapetenwechsel. Aber doch nicht von heute auf morgen. Ich krieg den Job nun mal nur, wenn ich in 2 Wochen anfange. Du hast zwar gesagt, dass du ins Ausland willst, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass es so bald sein wird. Das ist nicht mein Fehler. Bitte übereile nichts. Au-pair-Stellen gibt's wie Sand am Aber Meer. nicht in Sydney. Das ist die Chance. Die kann ich mir nicht entgehen lassen. Die Outer Space Girls. Meine Lieblingsband. Ich weiß, was jetzt kommt. Tom, wenn du mich wirklich magst, sagst du ja. Wann trällern die Mädels los? 20 Uhr. Halleluja. Glück gehabt. Ich muss bis 9 Uhr einen Kollegen vertreten. Das hast du wieder super gedeichselt. Es tut mir leid. Aber die Karriere geht vor. Ja, ich sehe schon. Du kannst wohl auf mich verzichten. Uli. Hey, Kleiner. Lass uns dafür ins Kino gehen. Spätvorstellung. Also so kriegst du mich bestimmt nicht rum. Hi. Sieht man sich auch mal wieder? Nicht. Ich war ein paar Tage weg, falls es dir aufgefallen ist. Das war für uns alle wahrscheinlich ganz gut so. Musste das jetzt sein? Nick soll sich nicht so anstellen. Nick, es geht nicht um Nick. Ich find's nicht okay, wie wir inzwischen miteinander umgehen. Diese ewigen Sticheleien gehen mir auf die Nerven. Ein ganzes Jahr. Und dann noch nach Australien. Das solltest du dir gut überlegen. Das habe ich. Und was ist mit der Schule? Was ist mit dem Abi? Willst du wirklich 2 Monate vor Abschluss die Schule schmeißen? Ich schmeiße nicht, ich verschiebe das Abi nur. Dann musst du ein ganzes Jahr wiederholen, wenn du wiederkommst. Das nehme ich in Kauf. Und wenn ich Nein sage? In ein paar Wochen werde ich 18, dann kann ich sowieso machen, was ich will. Millie, ist doch jetzt wieder nur eine Laune von dir. Heute ist es Sydney, morgen ist es New York. Ich muss hier raus. Mir geht das alles hier auf den Geist. Ich brauche endlich eine andere Umgebung, ja? Ich verstehe ja, dass du nach der Trennung von Uli mal was anderes sehen und hören willst. Wenn du Nein sagst, gehe ich trotzdem. Du könntest in Urlaub fahren. Irgendwohin, wo es warm ist. Vielleicht auf die Kanaren. Ich bezahle es dir auch. Mama, das ist nicht dasselbe. Verstehst du das nicht? Ich will mein Leben allein in den Griff kriegen. Das kannst du auch die nächsten 50 Jahre. Ich habe mich auf uns gefreut. Alleine hätte ich die Wohnung nicht genommen. Wieso machst du es mir so schwer, hm? 267 um 22:30 Uhr. Wunderbar. Danke, tschüss. Die Karten sind reserviert. Uli.
Jetzt lass dich von Nick doch nicht so runterziehen. Seit er zurück ist, schleicht er nur hier rum, kriegt den Mund nicht auf. Und du bringst auch nichts Anständiges raus. Nick hat mir die Freundschaft gekündigt. Was gibt es da noch zu sagen? Ich finde, Nick sollte sich bei uns beiden entschuldigen. Ich spiele für Nick keine Rolle mehr. Und was dich betrifft? Ich habe so gehofft, dass er auf uns beide zukommt. Ich will doch nur, dass er uns respektiert. Ist das zu viel verlangt? Nein. Wie kommt er darauf, besser zu wissen als ich, was für mich gut ist? Er ist dein Bruder. Er hängt eben sehr an dir. Er hat eine komische Art, das zu zeigen. Und außerdem macht er sich Sorgen um dich. Ich bin kein Kind mehr. Ich weiß, was ich tue. Das habe ich damals zu meinem Vater auch gesagt. Ich habe genauso gelitten wie du. Uli, so ein Coming-out ist nie leicht. Hilfst du mir? Das habe ich dir doch gesagt. Hallo, Arno. Steffi wird ausziehen. Ich habe mich schon wieder überschätzt. Was? Davon hat sie mir heute Morgen gar nichts erzählt. Macht sie das wegen Philipp? Sie kämpft um ihn wie eine Löwin. Ja, so ist sie eben. Bedingungslos und blind. Philipp manipuliert sie und sie merkt es nicht mal. Je mehr wir gegen ihn schießen, desto fester hält sie zu ihm. Sie glaubt, wir gönnen ihr Philipp nicht. Als du weggingst, da war sie am Boden zerstört. Durch ihn ist sie wieder aufgeblüht. Ich habe die beiden unterstützt in ihrer Zuneigung. Wir machen alle Fehler. Ja, und ich mache zu viele. Wie hinterhältig Philipp wirklich ist, das hat sich doch erst nach und nach rausgestellt. Könnten wir nur die Augen öffnen, bevor es zu spät ist. Steffi ist nicht dumm. Das zählt leider nicht. Sie ist verliebt. Komm, jetzt mach dich nicht verrückt. Für dich zählt jetzt erstmal nur eins, dass dein Laden weiterläuft. Mein Laden, wie du es nennst, ist am Ende. Nicht, wenn du Philipp verklagst. Arno, das ist deine einzige Chance. Zeig Philipp an. Er hat's nicht anders verdient. Du hast eine Hotelsuite gemietet? Weißt du, was das kostet? Geld spielt keine Rolle. Hallo. Was haben Sie denn gemacht? Sie waren auf der Baustelle, als der Einsturz passiert ist. Nein, in diesem Falle liegen die Dinge anders. Das war... Sie wissen schon, 90% der Unfälle passieren im Haushalt. Da haben Sie ja noch mal Glück gehabt. Aber sagen Sie mal, der Unfall auf dem Messegelände, ich habe es in der Zeitung gelesen. Wie wird Arno denn damit fertig? Er versucht verzweifelt, einen Schuldigen zu finden. Was? Was Steffi meint ist, er macht sich schwere Vorwürfe. Oh ja. Wenn Sie ihn sehen, sagen Sie ihm einen herzlichen lieben Gruß, ja? Gerne. Bist du bescheuert? Warum nimmst du Arno in Schutz? Es muss nicht jeder wissen, was passiert ist. Aber er hat dich geschlagen. Ihm ist die Hand ausgerutscht. Er behauptet, du seist schuld daran, dass er jetzt 30 Millionen Mark Schulden hat. Arno ist verzweifelt. Da rastet man schon mal aus. Außerdem hat er versucht, mich gegen dich aufzuhetzen. Da hat vermutlich Freund Nick eine Hand im Spiel. Warum in aller Welt bist du so cool? Weil ich ein reines Gewissen habe. Ja, das weiß ich und das weißt du, aber... Gibt es eigentlich nichts, was dich aus der Ruhe bringt? Doch. Du. Wenn du nicht mit mir in diese Hotelsuite ziehst, könnte ich nervös werden. Manchmal frage ich mich, ob du mich jemals ernst genommen hast. Zu sehr. Komm, wir gehen. Am liebsten würde ich nie wieder aufstehen. Oh, dein armer Kollege. Musst du mich jetzt daran erinnern? Wer auf der Karriereleiter ganz nach oben will. Ich komme freiwillig runter. Ach so, damit ich dich dann durchfüttern kann. Nichts da. Los, an die Arbeit, Herr Dr. Seifert. Du hättest Sklaventreiber werden sollen. Willst du mir jetzt eine sadistische Ader nachsagen? Das nicht. Aber besonders liebevoll gehst du nicht mit mir um. Oh, halt! Ich hab's mir anders überlegt. Ich finanziere dich doch. Das kannst du dir überhaupt nicht leisten. Wetten das? Wenn das so ist. Ich bräuchte dringend ein neues Auto. Und an eine hübsche Eigentumswohnung habe ich auch schon mal gedacht.
Das gilt nicht. Wenn du mich nicht loslässt, schrei ich. Ja, mach doch. Hilfe! Und ich rettet hier sowieso keiner. Doch, ich mich selber. Oh nein, Tom, nicht. Oh, bitte hör auf, Tom. Und tschüss. Sydney ist so weit weg. Du bist aber einverstanden, dass Millie fährt. Was bleibt mir denn anderes übrig? Natürlich mache ich mir Sorgen. Millie ist noch ein halbes Kind. Naja, für ein Kind klingt das, was sie sagt, ganz vernünftig. Sei doch froh, dass sie was von der Welt sehen will und nicht nur an deinem Rockzipfel hängt. Und wenn sie es bereut, ist doch ganz allein da unten. Da unten. Erika, das passt gar nicht zu dir. Für mich ist Australien immer noch sehr weit weg. Aber Millie ist fast erwachsen und sie hat ihre Au-pair-Familie. Die keiner kennt. Was ist, wenn die sie ausnutzen? Man hat schon die verrücktesten Sachen gehört. Millie ist nicht die erste Schülerin, die für ein Jahr ins Ausland geht. Manche machen das schon mit 15. Die haben auch keine kaputte Beziehung hinter sich, vor der sie weglaufen. Das spielt doch überhaupt keine Rolle. Millie wird dieses Jahr Abstand auf jeden Fall gut tun. Wenn sie zurückkommt, hat sie Uli vergessen und sie wird ein ganzes Stück erwachsener sein. Wenn es wenigstens Paris wäre oder London, Dortmund. Aber Australien. Auch dorthin gibt es Flüge. Du kannst Millie doch besuchen. Mach ich auch. Aber dass sie das Abitur schmeißt, das ist unvernünftig. Ja, das finde ich auch. Aber sei mal ehrlich, haben wir immer nur vernünftige Dinge gemacht? Nein, aber das ist es ja genau. Ich habe für meine Fehler immer sehr hart bezahlen müssen. Du solltest Nina und dich jetzt nicht mit Millie vergleichen. Du führst 1000 Gründe an, weshalb Millie nicht fort soll. Dabei gibt es eigentlich nur einen. Wenn Millie auch noch geht, habe ich niemanden mehr. Tom! Wolltest du nicht schlafen? Nicht ohne dir Tschüss zu sagen. Lass dich nicht unterkriegen. Bis heute Abend. Ich hol dich vom Krankenhaus ab, ja? Ich freue mich. Wie lange soll das so noch weitergehen? Das fragst du mich? Bitte, Uli, gib mir eine Chance. Ich ertrag diese Stimmung einfach nicht. Die ist doch nicht auf meinem Mist gewachsen. Du kriegst doch kein Wort raus. Ja, jedes Mal, wenn ich auf dich zugehe, dann weichst du mir aus oder greifst mich an. Weil du Tom ignorierst. Und ohne ihn kriegst du mich nicht. Jetzt bitte mach nicht schon wieder dicht. Hör dir wenigstens an, was ich zu sagen habe, ja? Bislang hast du mir nur Vorwürfe gemacht. Ich halte mich zurück, ehrlich. Aber lass uns normal miteinander umgehen. Okay. Versuchen wir es. Es wird Zeit, dass ich hier rauskomme. Tut es dir leid? Kein bisschen. Da ist deine Mutter, dann Arno. Wo ist alle Brückenname? Ich komme gut alleine klar. Außerdem habe ich dich. Ich kann nur hoffen, dass du deine Entscheidung nicht bereust. Wieso sollte ich? Philipp ist unschuldig. Ich komme gerade vom Anwalt. Mach dich auf etwas gefasst. Du willst Philipp verklagen? Er hat mich lang genug zum Narren gehalten. Jetzt ist endgültig Schluss. Wenn du dich unbedingt lächerlich machen willst, bitte. Wie kannst du Philipp das antun? Wir sind eine Familie. Wenn du das denkst, Stefanie, dann bleib. Wir haben hier nichts mehr verloren. Doch, Steffi, sehr viel. Du weißt es nur noch nicht. Ach, Millie. Mama, Liebes, ich hab dich gar nicht kommen hören. alles klar? Willst du was essen? Nein, danke. Mama, sei doch nicht traurig. Sydney ist nicht aus der Welt. Ich komme dich auch öfter besuchen, als dir recht ist. Ich freue mich jetzt schon.
Ja, es gibt ja auch noch Telefon und E-Mail. Eben. Ich würde dich vermissen. Ich dich auch. Solange du mit Millie zusammen warst, waren wir wie eine Familie und jetzt kapselst du dich ab. Also an mir liegt es nicht. Immer geht's nur um Tom. Wir beide reden kaum noch ein Wort miteinander. Es ist so, als würde ich gar nicht existieren. Jetzt verstehe ich. Du bist eifersüchtig. Was, auf wen denn? Ja, auf Tom. Weil ich mit ihm zusammen mehr mache als mit dir und deshalb bist du sauer auf ihn. Ich bin sauer, weil er sich an dich rangemacht hat und meine Gastfreundschaft missbraucht hat. Nick, du weißt ganz genau, dass das nicht stimmt. Tom ist eindeutig schwul, du aber nicht. Du hast immer nur was mit Mädels gehabt. Jetzt kommt die Leier wieder. Du hast was gegen Schwule, gib's doch zu. Nein, ich hab nichts gegen Schwule. Komm bestens mit ihnen klar. Ja, solange sie nicht in deiner eigenen Familie sind. Bist du denn schwul? Kannst du das eindeutig von dir sagen? Wen interessiert das denn? Ich habe mich in Tom verliebt. Und der ist zufällig ein Mann. Siehst du, das ist genau das, was ich meine. Du hast keine Ahnung, worauf du dich da einlässt. Och, aber du. Es gibt eine Menge Leute da draußen, die Vorurteile gegen Schwule haben. Was du nicht sagst. Ja, wie willst du mit diesen Schwierigkeiten fertig werden, Uli? Indem ich mir die Frage, ob ich schwul bin, gar nicht erst stelle. Solltest du aber. Ich bin total glücklich mit Tom. Und mehr interessiert mich nicht. Was? Es hat sich schon mal jemand totgerührt. Sehr witzig. Und? Hast du schon angefangen zu packen? Auch wenn du mich jetzt für bescheuert erklärst. Aber vielleicht war meine Entscheidung mit Sydney doch ein bisschen voreilig. Du willst also gar nicht weg? Doch, schon. Mama hat ein Problem damit, dass ich gehe. Dass Erika sich nicht gerade darüber freut, hast du doch gewusst. Aber ich habe Angst, dass sie es gar nicht verkraftet. Sie hat vorhin total geweint. Weißt du, was das Schlimmste ist? Wenn du dich gegen einen Menschen entscheiden musst, obwohl du ihn gern hast. Wenn das, was dich glücklich macht, den anderen wehtut. Aber wenn du etwas wirklich willst, dann musst du das aushalten. Es geht doch schließlich um dein Leben. Aber das ist es ja gerade. Ich weiß nicht mehr, ob ich es wirklich will. Hast du nicht schon zugesagt? Ach, das könnte ich rückgängig machen. Vielleicht hat Mama recht und das ist alles nur eine Laune von mir, weil ich von dem ganzen Mist mit Uli weg will. Bist du dir sicher? Ich weiß es nicht. Andererseits, so schlecht ist es hier nun auch wieder nicht, trotz Uli. Das hat auch nie jemand behauptet. Wenn ich hier bleibe, könnte ich erst mal Abi machen. Au-pair-Stellen gibt es immer. Mhm. Wie du meinst. Vielleicht will ich nach dem Abi gar nicht mehr ins Ausland. Und ich könnte hier irgendwo in der Gegend studieren. Sag mal, könnte es sein, dass du dir gerade irgendwas einredest? Wieso? Ich denke nur nach. Du warst Feuer und Flamme, als es um die Au-pair-Stelle ging. Seitdem du mit deiner Mutter geredet hast, klingt das auf einmal ganz anders. Ich überlege nur, was das Beste ist. Denk dran, was für dich wichtig ist und nicht für irgendjemand anderen. Ich esse heute Abend in der Stadt, Christiane. In Ordnung. Hallo, Herr Brandner. Ich wollte Sie schon anrufen. Namen Isabel. Kommen Sie doch rein. Wann brauchen Sie mich eigentlich wieder? Die Einsturzursache muss erst geklärt werden. Vorher mache ich nicht weiter. Hallo. Christoph. Ich drücke Ihnen die Daumen. Sie können immer auf mich zählen. Danke, Isabel. Du siehst müde aus. Ach, so fühle ich mich auch. Was hast du mit deinem Telefon erzählt? Du bist ruiniert? Bis an mein Lebensende. Nun mal nicht gleich den Teufel an die Wand. Wie kommen die überhaupt auf Eigenverschulden in dem Gutachten? Ach, Christiane, lassen Sie uns bitte allein. Natürlich. Philipp hat das Geld, das für das Fundament bestimmt war, in die eigene Tasche gesteckt. Hast du das Gutachten schon weitergeleitet? Ich musste den Schock erst mal selbst verdauen. Wie werden die Bauherren reagieren? Ich kann vom Glück sagen, wenn ich nicht eingelocht wäre. Ich habe alles verloren. Bin erledigt. Die Firma, mein Ruf, die Familie. Du warst immer der Zuverlässigste in der Branche. Das weiß jeder. Danke für die Blumen. Leg sie mir aufs Grab.
Wirst du Philipp verklagen? Ich habe es vor. Das Dumme ist nur, ich habe nicht das Geringste gegen ihn in der Hand. Wie viel Kredit hast du noch bei den Banken? Jetzt bestimmt keinen mehr. Unsinn. Noch kennt niemand das Gutachten. Ich kann es nicht ewig geheim halten. Und wenn ich für dich bürge? Bei einer Regresspflicht von 30 Millionen. Kein Schnäppchen, was du da machst. Arno, wozu sind Freunde da? Ich wünschte, es wäre so einfach, wie es sich aus deinem Mund anhört. Nick meint, ich soll mir klar darüber werden, ob ich schwul bin oder nicht. So ein Schwachsinn, als ob es darauf ankommt. Was Nick meint, Ist völlig unwichtig. Für mich zählt nur, was zwischen uns beiden ist. Ich habe langsam wirklich stark das Gefühl, dass Nick eifersüchtig ist. Auch wenn er es nicht zugibt. Ja, auf mich. Weißt du, es gab mal eine Zeit, da war Nick nicht nur mein Bruder, sondern auch mein bester Freund. Und das ist jetzt eben anders. Na bitte, das klärt doch einiges. Hm? Er muss sich einfach damit abfinden, dass wir beide zusammengehören. Ich möchte hier die ganze Welt schreien, Tom! Ich liebe dich! Liebe macht blind. Dich vielleicht. Mich macht sie einfach nur high. Hier los. Was machst du da? Wonach sieht's denn aus? Ich dachte, ich nehme dir die Arbeit ab. Das halte ich im Kopf nicht aus. Entschuldige, ich wollte dir nur helfen. Mama, jetzt komm mal mit. Setz dich mal hier hin. Millie, ich möchte heute noch fertig werden. Wenn jemand meine Sachen packt, dann bin ich das. Ich bleibe hier und mache mein Abi. Ist das dein Ernst? Sonst würde ich es nicht sagen. Millie? Freu dich nicht zu früh. Vielleicht gehe ich zum Studieren nach München. Bis dahin ist es noch eine halbe Ewigkeit. Wir schaffen das schon. Wichtig ist nur, dass du das Gutachten ein paar Tage zurückhältst. Ja, ich denke, das wird gehen. Sie können dann fertig eindecken, Juliane. Sehr wohl. Möchtest du nicht doch eine Kleinigkeit mitessen? Danke, aber im Moment kriege ich nichts runter. Ich habe gehofft, dass Sie noch hier sind. Lesen Sie das mal. Und gleich so eine richtig schöne große Tüte Popcorn. Oh nee, ich hasse Popcorn. Ist ja was ganz Neues. Letztes Mal warst du noch so scharf drauf. Ich glaube, da verwechselst du dich. Ich konnte dieses Geraschel im Kino noch nie ab. Oh, ich vergaß, der große Cineast. Was haben wir denn da? Siehst du auch, was ich sehe? Schwuchteln. Na, Mädels? Lust auf einen kleinen Fick? Verpisst euch, ihr Idioten! Die Tunte wird auch noch frech. Jetzt aber Butter bei die Fische. Wer von euch beiden will zuerst? Zieh Leine, du blöder Fascho! Hast du das gehört? Ah! Tom! Seid ihr bescheuert? Zeig erst mal, was du so drauf hast, du kleine Schwuchtel!